ist schon klar, dass du es ihnen sagen musst. Bist du krank, Opa? Ich habe Alzheimer. Ich überlege mir jeden Tag Dinge, die ich noch machen will. Dann solltest du dir das aber aufschreiben, damit du es nicht vergisst. Es gibt keine Zukunft für uns. Tristan, ich liebe dich. Und das werde ich dir beweisen, weil ich weiß, dass wir zusammengehören. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie das Leben meines Enkels gerettet haben. Ich erwarte nicht, dass Sie mir verzeihen. Dann verschwinden Sie, und zwar sofort. Sebastian? Alles klar? Brauchst du Hilfe? Nein, nein, alles in Ordnung. Alles in Ordnung, ja? Alles vergeben und vergessen, was Clarissa dir angetan hat. Also ich frage mich manchmal, was passiert wäre, wenn ich dich da nicht rechtzeitig rausgeholt hätte. Hätte sie dich einfach aufgeschnitten. Zeig sie an, Sebastian. Bring sie vor Gericht, nimm mich als Zeugen. Die Frau gehört in den Knast. Nein, es ist vorbei. Diese Frau hat bereits bezahlt. Oh, das muss mir entgangen sein. Sie hat Tanja rehabilitiert. Und wie bereits gesagt, das Ganze ist Vergangenheit. Ich meine, Hass, Rache. Das führt zu nichts. Ich denke in anderen Kategorien. Ich lebe, Timo lebt, Tanja ist frei. Und selbst Sie und Clarissa haben eingesehen, dass das Ganze ein Ende haben muss. Das klingt ja alles ganz überzeugend. Dumm ist nur, dass das Ganze für dich noch kein Ende hat. Bitte schön. Danke. Du hast mit Rebecca geschlafen? Ich wusste nicht, dass du auf Frauen stehst. Ich auch nicht. Es war ein Versehen, okay? Wie kann man aus Versehen mit jemandem schlafen? Es war ein Fehler und ich wollte das nicht. Hat sie dich dazu gezwungen? Du weißt ganz genau, wie ich das meine. Du hast dich verführen lassen und jetzt bereust du es. Tristan hat sich von mir getrennt. Ja, verständlich. Eigenartige Ironie des Schicksals, wenn man bedenkt, dass Hagen dich wegen deiner Schwester verlassen hat. Warum rede ich überhaupt mit dir? Jetzt bleib hier. Es tut mir leid. Bist du verliebt? Nein, ich liebe Tristan. Und ich will ihn zurück. Was? Tanja, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß nicht, ob ich diejenige bin, die du hier um Rat fragen solltest. Warum nicht? Sebastian und du, ihr seid auch wieder zusammen. Ja, das ist auch harte Arbeit. Weißt du, wenn einmal das Vertrauen weg ist... Oh Gott, Männer sind so sensibel. Pass auf, wenn du Tristan wiederhaben willst, Marlene, dann hilft nur totale Buße bis zur Selbstverleugnung. Männer fühlen sich dann stark und mächtig. Die stehen auf sowas. Eine Dampfschifffahrt den Rheinfluss aufwärts? Ja, ja. Ist ja dein Leben. Ja, mehr fällt mir im Moment nicht ein. Und womit willst du anfangen? Am besten hiermit. Du willst allen sagen, dass du Alzheimer hast. Aber wie? Bei Leonie vorhin habe ich schon nicht übers Herz gebracht. Sie sah so traurig aus. Tja, das ist vielleicht meine Schuld. Ich hab sie ein bisschen angefahren in meinem Frust. Vielleicht solltest du dann
zuerst mit ihr reden. Ich fühle mich ein bisschen lächerlich. Ich meine, mir ist gerade mein Leben gerettet worden und ich jammer darüber, dass es mir nicht schnell genug geht, dass ich wieder auf den Beinen bin. Und du machst dir eine Liste mit Dingen, die du noch unbedingt erleben willst, bevor ich mich überhaupt daran erinnere, noch irgendetwas erlebt zu haben. Wenn ich bei Punkt 15 bin, dann habe ich 14 vielleicht schon vergessen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wenn es gute Punkte sind, dann fängst du wieder von vorne an. Nur in diesem Punkt hier, da wünschte ich hätte vergessen, dass ich es allen schon gesagt habe. Habe ich aber nicht, oder? Nee. Was hältst du davon, wenn wir Leonie von der Arbeit abholen? Wir beide. Und dann unternehmen wir gemeinsam was. Vielleicht ein Punkt von deiner Liste. Ja, so machen wir es. Opa, danke, dass du es mir erzählt hast. Ich hab dich lieb. So. Du musst es ja nicht Rache nennen. Nenn's meinetwegen Gerechtigkeit. War doch immer dein Ding. Sagen wir einfach, Clarissa kriegt die gerechte Strafe für das, was sie dir angetan hat. Worum geht's dir eigentlich? Ich will nur, dass du dich besser fühlst. Ich mich oder du dich? Sie hat dich ein paar Mal auflaufen lassen. Das muss doch ziemlich demütigend gewesen sein. Wär's vielleicht, wenn ich so ein Sensibelchen wäre wie du. Diese Frau läuft da draußen rum. Zufrieden, glücklich und sich keiner Schuld bewusst. Willst du, dass das so bleibt? Ist es dafür nicht noch ein bisschen zu früh? Hast du dein Verfahren verloren? Hat man dich aus dem Krankenhaus rausgeschmissen? Nein, ich habe meinen Dienst freiwillig quittiert. Na dann. Wie schaffst du das? Wie schaffe ich das? Einfach so weiterzumachen, als sei nichts geschehen. Was ist denn geschehen? Du hast Sebastian von Lahnstein entführen lassen und von mir verlangt, ihm gegen seinen Willen in einem Krankenwagen ein Stück seiner Leber zu entnehmen. Es ging um das Leben meines Enkels. Du bist dir keiner Schuld bewusst. Schuld? Ich würde jederzeit alles wieder so machen. Clarissa wird ihre Fehler noch einsehen. Tanja hat's doch auch getan. Und ich werde nichts unternehmen, nicht jetzt, wo die beiden zum ersten Mal ein halbwegs normales Arbeitsverhältnis entwickeln. Du kannst ihr nicht trauen. Bei der erstbesten Gelegenheit wird sie euch wieder in den Rücken fallen. Na? Was habt ihr so Geheimnisvolles zu besprechen? Hier, Neuigkeiten auf dem asiatischen Kapitalmarkt. Ich wollte gerade eine Runde durch den Park drehen. Hast du Lust, mich zu begleiten? Ich brauche mal frische Luft. Gern. Was soll's? Sebastian von Lahnstein hat ja doch noch freiwillig gespendet. Mein Enkel ist gesund und wohlauf. Ich wollte mich dafür bei ihm bedanken. Aber er ist nachtragend. Er wollte nicht mal mit mir reden. Wundert dich das? Du kannst froh sein, dass er dich noch nicht zur Rechenschaft gezogen hat. Was ich unbedingt noch tun will? Mit meinen Enkeln angeln gehen. Mit Elisabeth am Rheinufer Wein trinken. Skifahren. Jan und Julia besuchen. Alle über meine Krankheit informieren. Was ist passiert? Was? Wieso? Nein. Warum seid ihr dann hier? Timo dachte, du würdest dich freuen, wenn wir dich von der Arbeit abholen. Du, Opa, kannst du uns mal kurz allein lassen, bitte? Ja. So, was zu trinken? Ja. Also, Leo, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich meine, es war nicht fair, dass du meinen ganzen Frust abbekommen hast. Und eigentlich sollte ich jetzt durch die Straßen tanzen und mich über meine neue Leber freuen. Stattdessen jammer ich rum. Und außerdem ist es gar nicht so schlimm, eine Weile in dem Kumpel hier rumzufahren. Es war nicht gerade leicht mit dir in letzter Zeit. Ja, kann ich mir vorstellen. Tut mir leid.
Welcher unglaublichen Einsicht verdanke ich diese Selbsterkenntnis? Naja, mir ist klar geworden, was ich für ein unglaubliches Glück habe. Und dass Frust eigentlich nur reine Zeitverschwendung ist. Naja, und dass man jeden Moment in vollen Zügen genießen sollte. Weil wenn der weg ist, dann kommt der Moment nie wieder. Und ihr habt wirklich nur Schach gespielt? Ja. Luca, wer soll denn für Sie die Schicht übernehmen? Das ist das erste gemeinsame Wochenende mit meiner Freundin und ich wollte kochen. Charlie, was ist los mit Arno? Wir kriegen das hin. Die Liebe geht vor. Was soll denn mit Arno sein? Das war meine Frage. Ich habe diese Liste hier gefunden. Das ist doch seine Handschrift. Ja, das kann sein. Ja, was hat das zu bedeuten? Alle über meine Krankheit informieren. Jetzt erzähl mir nicht, er hat einen Schnupfen. Arno hat Alzheimer. Dann bin ich froh. Als ihr vorhin reinkam, dachte ich echt, jetzt kommt die nächste hier aus Botschaft. Wie kommst du denn darauf? Keine Ahnung. Im Moment traue ich mich gar nicht mehr, mich richtig zu freuen, weil jeden Moment wieder irgendwas passiert. Aber jetzt ist alles in Ordnung, oder? Ja. Wartet ihr kurz, dann mache ich die Abrechnung und dann können wir los. Ja. Okay. Opa, sag's ihr bitte sofort, ja? Ich habe keine Lust mehr auf die ganzen Familiengeheimnisse. Geht schon, geht schon. Tut's noch weh? Ach Quatsch. Ich bin nur noch ein bisschen schlapp. Sag mal, Sebastian, was wollte Ansgar vorhin von dir? Ach, der wollte nur wissen, wann ich wieder arbeiten kann. Du würdest mir schon sagen, wenn dich was bedrückt, oder? Ja, sicher. Er hat's auch bei dir versucht, hm? Er will, dass du ihm hilfst, Clarissa fertig zu machen. Er hat mich auch schon gefragt. Will er, dass du sie anzeigst wegen der Entführung? Ja, das ist eine Idee. Und? Wirst du es tun? Nein, natürlich nicht. Ich habe dir doch gesagt, das Thema ist durch für mich. Gut. Das ist nämlich genau das, was ich will. Weißt du, Clarissa und ich, wir haben eine Vereinbarung über unsere künftige Zusammenarbeit ausgehandelt und unterschrieben. Und ich glaube, dass sie sich wirklich versucht, dran zu halten. Es hat sie nicht kalt gelassen, dass ausgerechnet du ihrem Enkel mit der Leberspende das Leben gerettet hast. Soll ich ihn jetzt einmal abnehmen? Was? Jetzt schleichen Sie sich doch nicht so an. Verzeihung. Sebastian, was ist los? Nichts. Ich wäre nur froh, wir könnten ab und zu noch mal über was anderes reden als über diese Frau. Süß. Schön, Sie mal wieder lächeln zu sehen. Leonie ist stark. Ich meine, eigentlich bin ich mal der Typ, der durchdreht, wenn er irgendwas erfährt. Sag's ihr, Opa. Warum kann ich nicht noch ein bisschen warten? Ein paar unbeschwerte Tage mit euch verbringen, das wär's. Ja, vielleicht ist es genau das. Ich meine, wenn Leo sieht, dass du dich nicht unterkriegen lässt und trotz deiner Krankheit große Pläne schmiedest. Mir hilft's. Ich find's super, dass wir noch eine Menge cooler Sachen zusammen machen. Das ist ein Vorschlag. Naja, wir fangen mit deiner Liste an. Heute. Dann weiß ich schon, was wir miteinander machen. Arno hat Alzheimer. Arno hat Alzheimer. Wenn du glaubst, du kannst mich mit diesem geheuchelten Theater beeindrucken, vergiss es. Arno war dir doch immer gleichgültig und jetzt tust du so, als wärst du unheimlich bestürzt über seine Krankheit. Falls ich dich daran erinnern darf, ich kenne Arno seit über 30 Jahren. Wir haben 2 gemeinsame Kinder und 2 Enkelkinder. Glaubst du etwa, sein Schicksal ist mir egal? Für dich zählen Macht und Einfluss. Deine Familie ist dabei doch nur Mittel zum Zweck. Da kennst du mich aber schlecht. Ich kenne dich sehr gut.
Also spar dir die Sentimentalität. Wie stellst du dir das vor? Soll ich so tun, als wüsste ich von nichts? Ich hätte es dir gar nicht sagen dürfen. Arno hätte nicht gewollt, dass du es von mir erfährst. Also bitte, lass ihn wenigstens in Ruhe und erspar ihm deine Heuchelei. Vielleicht wäre es besser gewesen, du wärst noch ein bisschen in der Klinik geblieben. Und ich dachte schon, du freust dich, mich zu sehen. Das tue ich auch, aber ich habe irgendwie den Eindruck, ein paar Tage mehr Erholung hätten dir ganz gut getan. Du lügst. Stimmt. Ich mache mir Sorgen um dich. Weißt du was, vielleicht hast du recht. Ein paar Tage Erholung täten mir ganz gut. Was hältst du davon, wenn wir verreisen? Was? Jetzt? Ein paar Tage in die Sonne, ein bisschen Abstand, nur Zeit für uns drei. Das klingt verlockend, aber... Moment, bevor du jetzt weiterredest, ich möchte dich kurz daran erinnern, ich habe gerade erst einen Teil meiner Leber gespendet. Also überleg dir jetzt sehr gut, ob du so einem Mann einen Wunsch abschlagen willst. Nein, natürlich nicht. Dann nimmst du dir ein paar Tage frei? Es gibt ein paar Termine, die ich verschieben muss, aber morgen ist noch eine Pressekonferenz. Das geht nicht, aber danach. Danach fahren wir sofort zum Flughafen. Wohin geht's denn? Entscheiden wir am Flughafen. Okay. Hauptsache, wir sind zusammen. Hauptsache, wir sind hier weg. Morgen kommt der Soundspezialist für die Anlage. Super. Also nicht, dass der Sound schlecht wäre, aber das kann ja nie schaden. Entschuldigt. Hi. Tristan, hast du einen Moment Zeit? Was gibt es? Könnten wir beide vielleicht... Es ist ja schön, dass ich euch hier treffe. Mama. Ich habe gerade für morgen früh einen Tisch bestellt. Wir haben Hagen und Dana zum Frühstück eingeladen. Kommt doch auch dazu. Ach, kommt. Seit ihr alle unter der Haube seid, sehe ich euch viel zu selten. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Stimmt, ja, morgen ist schlecht, aber ein andermal, ja? Naja, dann reicht es ja, wenn ich einen Tisch für 4 Personen bestelle. Na gut, aber lasst nicht zu lange auf euch warten, ja? Tschüss. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du mir diese Peinlichkeiten ersparst und deinen Eltern sagst, dass wir uns getrennt haben. Ja, und vergiss nicht, ihn den Grund zu nennen. Angeln? Ja, das ist so ein Stock mit einer Schnur und einem Haken. Also genau genommen heißt das Rute, und dann kommt eine Schnur und wenn man dann... Was guckt ihr mich denn so an? Ihr wolltet mit mir sowieso angeln sehen. Ja, nichts gegen euren Angelausflug mit Opa, aber ey, wir wollten heute zappeln, wir wollten Party machen. Ja, das kann man ja verbinden, dann wird's eben eine Angelparty. Ich war schon mal angeln und das ist super langweilig. Man sitzt stundenlang rum, redet nicht miteinander und am Ende muss man dem armen kleinen Fisch eins auf den Kopf geben. Du bist Koch, sag bloß, du kannst keine Fische töten. Wenn die bei mir in der Küche ankommen, sind die bereits tot. Das ist was vollkommen anderes. Feigling. Was soll denn das jetzt? Ja, aber ist gut. Also ich bin dabei, mal was Neues. Clarissa, nur zu deiner Information. Ich werde morgen nach der Pressekonferenz für ein paar Tage verreisen. Ist gut. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du mich jederzeit erreichen. Ansonsten weiß Jessica Bescheid. Gute Reise. Gute Reise? Ja, sagt man doch so, oder? Ja, das sagt man so. Ich habe nur ein bisschen mehr erwartet. Was denn noch? Alles ist geregelt. Gute Reise. Danke. Es gibt ein Problem mit der Lieferung. Der Hamburger Zoll hat die Kirschner-Ware beschlagnahmt. Ja, dann kümmern Sie sich drum. Oder finden Sie jemanden, der sich darum kümmert. Ich habe im Moment wirklich andere Probleme. Weißt du, warum ich mehr Fische fangen werde als du? Ja, weil sich die Fische totlachen, wenn sie dich sehen. Ja, deswegen. Nein. Ihr zappelt die ganze Zeit rum, aber beim Angeln, da braucht man Ruhe, Gelassenheit, eine gewisse Entspanntheit. Ja? Und die habe ich automatisch. Ich sitze hier im Rollstuhl. Ja, aber nicht die Feststellbremse vergessen, falls mal ein großes Fischstäbchen beißt oder so, ne? Ihr macht nur das, was Arno euch sagt. Und du wirst bestimmt nicht auf irgendeinem Steg rauskullern. Sagt wer? Ich?
pass ich schon auf. Ein Angelausflug? Ja, den lasse ich mir nicht entgehen. Nein, ich habe noch niemandem erzählt, dass Tristan mich verlassen hat. Und ich werde das auch in Zukunft nicht tun. Und du auch nicht. Du kannst es aber nicht immer verheimlichen. Ja, willst du, dass ich einfach so aufgebe, oder was? Ich liebe ihn. Mag ja sein, aber was ist mit ihm? Und er liebt mich. Sonst hätte ich ihm ja gar nicht so wehtun können. Du hast ihm gerade gesagt, dass du Gefühle für seine kleine Schwester hast. Hatte, das ist vorbei. Vielleicht musste er mich verlassen, damit mir bewusst wird, wie wichtig er für mich ist. Er war immer für mich da, ja. Ich brauche ihn, er kann mich doch jetzt nicht einfach verlassen. Ich kann einfach nicht aufgeben. Okay. Vielleicht, wenn du ihm ein bisschen Zeit gibst. Nein, was soll dieses ganze sich Zeit geben Ding denn bewirken, außer das, was einen verbindet, verblasst? Wenn man jemanden liebt und weiß, was man will, dann will man das doch sofort und nicht irgendwann. Wenn du kämpfen willst, dann kämpfe. Aber ich stelle mir das irgendwie ein bisschen komisch vor. Wenn du jemandem zeigen willst, dass du ihn liebst, aber er dir gar nicht mehr zuhört. Dann muss ich eben einen anderen Weg finden, um zu ihm durchzudringen. Und ich weiß auch schon wie. Hallo. Hey. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ist in Ordnung? Lassen Sie mich. Sind Sie sicher, dass ich keinen Arzt rufen soll? Brauchen Sie eine Tüte, um da reinzuatmen? Ich habe gehört, dass das helfen soll. Was ist denn hier los? Herrn von Lahnstein ist im Fahrstuhl übel geworden. Er hat wohl keine Luft mehr bekommen. Okay, gut, dann können Sie jetzt alle mal wieder an die Arbeit gehen. Ich kümmere mich drum, ja? Danke. Was ist denn passiert? Nachwirkungen von der OP. Die, von der du die Narbe hast oder die, von der du die Macke hast? Aber für mich klingt das eher wie eine astreine Panikattacke. Quatsch, das war ein kleines Kreislaufproblem, das ist alles. Was einem wichtig ist, merkt man erst, wenn man es verliert. Geht's wieder um dein Geschäft? Geht's um Tanja? Nein, es geht um das hier. Ich will meine Zeit nicht länger mit Macht spielen und mit einem sinnlosen Rachefeldzug vergeuden. Solche Momente sind viel zu kostbar. Jetzt sieh dich an. Diese Frau hat einen Wrack aus dir gemacht. Wenn du jetzt nicht zum totalen Psycho mutieren willst, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder du machst eine ganze Reihe sehr teurer, sehr aufwendiger Therapien oder du gibst dieser Frau endlich das, was sie verdient. Nein. Dann mach eben Therapien. Ich werde nichts gegen Clarissa unternehmen. Aber in einem Punkt hast du wirklich recht gehabt. Das Ganze macht mir wirklich mehr aus, als ich zugeben wollte. Na also, dann komm endlich zur Vernunft. Ich wollte Clarissa aus dem Weg gehen. Konfrontation vermeiden, aber es funktioniert nicht. Wir müssen über diese Dinge reden. Clarissa muss sich bei mir entschuldigen. Entschuldigen? Ja, vielleicht hat sie das auch schon vorgehabt. Sie hat sich doch schon bedankt.
Und ich habe sie rausgeschmissen. Also, nur damit ich das richtig verstehe. Du meinst, sie entschuldigt sich bei dir und dann ist alles gut? Es ist der richtige Weg. Ich finde es ja ganz süß, wie du an deinen Moralvorstellungen hängst, aber ist dir nie aufgefallen, dass Clarissa so nicht funktioniert? Sie kann sich nicht einfach bei dir entschuldigen und du kannst ihr nicht einfach so verzeihen. Du weißt ja, wo du mich findest. Timo weiß es schon. Und Leonie? Ich werde es ihr sagen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und wann soll der sein? Du dich nicht mehr erinnerst, wer sie ist? Schlechte Nachrichten gibt es nie den richtigen Zeitpunkt. Aber jetzt hast du selbst noch die Chance, sie aufzufangen. Ich sorge dafür, dass ihr eure Ruhe habt. Ich weiß nur eins, dass ich dich liebe. Bitte lass uns über alles sprechen. Deine Marlene. So. Okay, ich drück dir die Daumen. Danke. Olli wird Tristan den Brief geben. Und dann? Warten wir. Worauf? Na, dass er ihn liest. Ich will doch wissen, wie er reagiert. Was hast du noch mal genau geschrieben? Ich habe ihm geschrieben, dass ich um ihn kämpfen will und will, dass er auch kämpft. Ja, zum Glück habe ich was zu lesen dabei. Das kann ja ein bisschen dauern. Was kann ich für Sie tun? Als Sie vorhin bei uns im Schloss waren, da war ich wohl etwas abweisend. Ich wollte mich persönlich bei Ihnen bedanken, dass Sie meinen Enkel gerettet haben. War das alles? Nein. Ich denke, ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig. Eine Erklärung? Warum ich Sie entführt habe und warum ich eine Operation auch gegen Ihren Willen hätte durchführen lassen. Ich war mit den Nerven völlig am Ende. Mein Enkel lag im Sterben. Sie hätten mir nur geben müssen, wonach ich verlangt habe. Die Beweise für Tanjas Unschuld. Das weiß ich. Meine Tat lässt sich nicht rechtfertigen. Trotzdem können Sie mir vielleicht irgendwann verzeihen.
Ja, ich habe noch sehr viel zu tun. Werden Sie mich jetzt bitte entschuldigen? Das war keine Entschuldigung. Bitte? Sie bereuen es nicht einmal, oder? Sie haben mich in einer Notlage erpresst. Sie haben mit dem Leben meines Enkels gespielt. Weil Sie meine Familie angegriffen haben. Sie haben Tanja unschuldig ins Gefängnis gebracht. Sie waren bereit, meiner Tochter die Mutter zu nehmen. Sie hätten mir nur aushändigen müssen, wonach ich verlangt habe. Die Beweise für Tanjas Unschuld. Tanja ist frei, meinem Enkel geht es schon sehr viel besser und Sie sind doch auch schon wieder auf den Beinen. Ich würde vorschlagen, wir vergessen das Ganze und... Ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Seit wann weißt du eigentlich davon? Ja, auch erst seit heute. Jetzt verstehe ich, warum du vorhin so anders drauf warst. Tja. Wenn man sowas hört, dann werden die eigenen Probleme plötzlich ganz klein, ne? Ich meine, mir geht's super. Ich komme bald wieder auf die Beine, aber Opa? Und euer Opa hat so eine Art Liste aufgestellt, oder was? Ja, eine Liste mit all den Dingen, die er noch machen will, solange er noch kann. Also Angeln mit uns, ich bin immer wieder gern dabei. Ach, apropos, habt ihr schon die Bilder gesehen? Ja, damit? Die müssen wir Opa zeigen. Zeig mal. Ja, sofort. Ich meine, da hat er immer eine schöne Erinnerung, wenn er die Bilder sieht. Das Problem wird nur sein, dass er sich nicht erinnern kann, obwohl er die Bilder sieht. Immerhin hat er dann noch schöne Bilder. Ach, was ist denn mit der da hinten? Funktioniert die noch? Gott, ja, ich glaube schon. Damit kann er seine eigenen Erinnerungsfotos machen. Können wir die vielleicht haben? Ja klar, kein Thema. Da ist er. Wo? Da. Los, Olli, gib ihm die Brust. Ja, die Briefe gleich wieder lesen. Nein, geh weg. Na, mach schon, lies den Brief. Oh. Naja, vielleicht braucht er einfach noch ein bisschen mehr Zeit. So schnell gebe ich nicht auf. Und wenn es sein muss, dann schreibe ich ihm so oft, bis er mir endlich zuhört, bis er endlich kapiert, dass ich nur ihn will. Also los, gib mir das Briefpapier. Na los. Sebastian, wo warst du? Das Büro hat mich angerufen. Du hattest einen Zusammenbruch? Es geht mir gut. Und was war los? Mir ist kurz schwindelig geworden, hab wahrscheinlich zu wenig getrunken, das alles. Hey, es ist keine gute Idee, dass wir morgen verreisen. Du gehörst ins Bett. Das ist Schwachsinn. Die Abwechslung wird mir gut tun. Und hey, ich verspreche, ich werde mich schonen und ich werde alles tun, was die Schwester von mir verlangt, okay? Ich bring dich jetzt hoch, ja? Ja, geh doch schon mal vor. Ich komme gleich nach, ja? Wir haben was zu bereden. Oh, hallo, Arno. Hallo. Wie hat Leonie es aufgenommen? Ich glaube, ganz gut. Sie ist jetzt bei Timo und ihren Freunden. Danke übrigens. Wofür? Ohne dich hätte ich es noch weiter hinausgezögert. Jetzt bin ich sehr froh. Die Wahrheit alleine mit sich rumzuschleppen, das ist schwerer, als ich dachte. Ich wollte mich auch bei dir bedanken, dass ich heute dabei sein durfte, auch wenn ich nicht auf deiner Liste stehe. Ah, die Liste. Ich habe sie, damit ich nicht vergesse, was wichtig ist. Denn ich habe Alzheimer. Es gibt nichts,
Was man nicht noch steigern könnte. Was hast du denn da mitgebracht? Fisch. Ja, Leonie hat ihren ins Wasser geworfen. Also war ich wieder beim Fischhändler. Und ich habe die Kinder übrigens eingeladen. Sie müssten gehen. Achtung und Katsching. Hier, Opa, die ist für dich. Damit wir uns alle besser daran erinnern können, was wir schon erlebt haben. Wir dachten, dann kannst du immer ein Foto an deine Liste kleben. Ja, damit du weißt, was du schon erledigt hast. Danke. Ich würde noch gerne mehr Tage wie diesen mit dir erleben. Clarissa hat sich nicht entschuldigt. Sie hat sich sogar bedankt. Und so lebten alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Sie hat mir ihre Motive erklärt, hat mich um Verständnis gebeten. Ah ja? Natürlich. Sie hat ja zweifelsohne das Richtige getan für ihren Enkel. Gerade in einer so besonderen Notsituation. Nach einer Entschuldigung klingt das für mich wirklich nicht. Sie entschuldigt sich nicht, weil sie nichts bereut. Man kann ihr ja einiges vorwerfen, aber konsequent ist sie. Weißt du, was das Schlimmste ist? Sie würde es jederzeit wieder tun. Aber ich werde dafür sorgen, dass sie bereut. Dass sie wirklich bereut, was sie mir und meiner Familie angetan hat. Halleluja.